Guten Morgen ihr Lieben und herzliche Grüße aus Koh Samui. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema emotionale Erpressung durch Narzissten. Also, bei Erpressung handelt es sich zunächst ja um ein Verhalten, das dazu dient, um andere zu etwas zu bringen bzw. zu zwingen, das sie eigentlich nicht möchten. Und dabei ist es jetzt egal, ob man sagt, gib mir 5.000 Euro oder ich tue deiner Familie was an. Oder ob man sagt, wenn du dich nicht so und so verhältst, verlasse ich dich. Weil das Prinzip ist ja dasselbe. So. Und dieses Verhalten hat nichts in einer gesunden Beziehung verloren. Okay, das mal vorab. Aber viele Narzissten machen das sehr gerne regelmäßig. Also, du bist mit einem Narzissten in einer Beziehung. Er sagt dir, wenn du XY nicht machst, dann verlasse ich dich. Oder wenn du das bis dahin nicht erreicht hast, verlasse ich dich. Wenn du das bis dahin nicht veränderst, verlasse ich dich. Also, das heißt, die Liebe eines Narzissten zu dir ist an ganz viele Bedingungen geknüpft, die eigentlich kein Schwanz erfüllen kann. Ja. Und wenn dir natürlich gesagt wird, du, wenn das und das nicht passiert bis dahin oder wenn du das jetzt nicht machst, dann verlasse ich dich oder dann passiert das und das. Das kann ja auch ein anderes Szenario sein, aber es ist etwas, was in dir irgendwie was ganz Schlimmes auslöst. So, wenn es der Narzisst zu dir sagt, dann verlasse ich dich, dann kommt bei dir die Angst hoch, allein zu sein. Beziehungsweise du bist ja zu diesem Zeitpunkt schon so abhängig vom Narzissten, dass du ohne diese Droge dir gar nicht mehr vorstellen kannst zu leben. Narzissten machen das halt, um dich wieder gefügig zu machen. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen Streit habt oder wenn du irgendwie deine Bedürfnisse artikulierst oder deine Wünsche artikulierst, wenn du irgendwas vom Narzissten willst, ich sag's mal so, wenn du irgendwas vom Narzissten willst, dann ist es wie so ein Totschlagargument. Weil wenn er dir dann sagt, ich verlasse dich oder es passiert das und das, wenn also diese ganz schlimmen Szenarien irgendwie angesprochen werden, dann geht es ja nicht mal um das eigentliche Thema, um das eigene Bedürfnis. Sprich, der Narzisst kann das abschmettern. Weil dann kommt bei dir nur noch die Angst hoch und du machst dann alles dafür, dass der Narzisst dich eben nicht verlässt. Das heißt, was drumherum ist, was auch schon vorgefallen ist, das fällt dann unter den Tisch. Und das ist auch genau die Taktik dahinter. Und du bist ja grundsätzlich in einer Beziehung mit einem Narzissten, du fühlst dich ja auch nie sicher, du bist ja auch nie sicher. Du kannst diesen Menschen nicht einschätzen und genauso wenig kannst du einschätzen, ob, wann und wie er dich verlässt. Also du bist dir in einer narzisstischen Beziehung so unsicher, dass du eigentlich das Gefühl hast, dieser Mensch würde dich jederzeit verlassen. Okay? Es ist auch einfach dem geschuldet, weil der Narzisst sich auch nicht ganz klar bekennt zu der Beziehung. Und es hat auch noch andere Gründe, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. So, und du bist natürlich dann in diesem Modus, sage ich jetzt mal, dass dir dieses Szenario vorgezeigt wird, das du aber nicht möchtest und was eigentlich auch nie Thema war. So, aber der Narzisst macht es zum Thema und dann kommt diese Angst hoch. Wie gesagt, dann allein zu sein, weil du wurdest ja auch systematisch abhängig vom Narzissten gemacht und kannst dir jetzt auch nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu sein, weil du so abhängig gemacht worden bist. Und dann kommt natürlich deine Angst hoch und wenn du die Angst hast, diesen Menschen zu verlieren, dann tendierst du dazu, alles zu tun, dass du diesen Menschen eben nicht verlierst. Das heißt, der Narzisst hat dich genau da, wo er dich haben möchte. Er muss nichts machen und du leistest, okay? So, der hat seinen geilen Sklaven mit dir, seinen Enabler, einen Menschen, der alles für ihn macht,
alles, Alter. Der ihn den Arsch putzt, den Arsch leckt, alles bejaht, zu allem Ja und Amen sagt und ja, der leistet, Alter. Wie als wärst du der Hofnarr und er der König, so. Weißt du, so möchte er das haben. Ja, er möchte, dass du ständig Leistung bringst und ihn in seinem unersättlichen, ekelhaften Ego bestätigst. So, und dann hat der Narzisst das, was er will. So, Verantwortung entgangen, Entschuldigung entgangen, einer echten Problemfindung entgangen, er macht munter weiter und du machst wieder genau das, was er von dir will. Es ist nur eine Masche. Es ist einfach nur eine richtige, ekelhafte, perfide Masche, um dich gefügig zu machen. Und das erkennst du auch daran, dass der Narzisst dir tausendmal droht, echt, der droht dir tausendmal, der macht es regelmäßig. Okay? Aber er macht diese Drohung erst wahr zu einem sehr späten Zeitpunkt. Das heißt, er sagt dir, wie unzufrieden er mit der Beziehung ist und wie scheiße du bist, bleibt aber noch über Monate, vielleicht sogar über Jahre mit dir zusammen. Wo ist da der Sinn? Es macht keinen Sinn. Bei Narzissten ist immer alles verdreht, okay? Und das ist nur ein Beispiel von vielen dafür. Der Narzisst möchte dich nicht verlassen. Der Narzisst möchte, dass du die beste Zufuhrquelle überhaupt bist und diese möglichst lange bleibst. Weil wenn du jetzt in einer Beziehung bist und es gibt Dinge, die dich an deinem Partner stören oder deiner Partnerin und du kannst mit diesen Dingen ums Verrecken nicht leben, dann gibt es faktisch nur zwei Optionen. Entweder du besprichst es und findest gemeinsam Lösungen dafür mit deinem Partner oder deiner Partnerin, oder du verlässt die Beziehung, weil du einfach merkst, dass ihr nicht kompatibel seid. So, das wäre eine gesunde Herangehensweise. Aber jemanden immer wieder aufs Neue drohen und ihn über diese Angst zu kontrollieren, Leute, das ist einfach nur perfide, böse und abartig. Und sowas habt ihr nicht verdient. Okay? Und es hat mit Liebe nichts zu tun. Und machen wir uns nichts vor. Liebe zwischen Menschen ist auch an Bedingungen geknüpft. Wir können nicht rausgehen und erwarten, dass wir einen Menschen finden, der uns völlig bedingungslos liebt. Das können wir nicht erwarten. Okay? Weil es gibt, unter uns Menschen gibt es einfach Bedingungen. Genau, es ist ganz normal, dass man Bedingungen hat. Und es ist auch gut so, ist auch völlig in Ordnung so. Es muss ja auch Win-Win-Situations zwischen Menschen geben. Es darf ja mir gut gehen und es darf ja anderen auch gut gehen. So, alles kein Thema. Aber Narzissten, die legen dir die Welt zu Füßen, die lovebomben dich und dann ein paar Wochen, Monate später tun sie so, als ob du der allerschlimmste Mensch wärst und dass sie das gar nicht verstehen können, dass du dich so verändert hast und ja, dass du jetzt deinen Wert beweisen musst. Das ist alles toxisch, okay? Das ist alles toxisch. Lasst es nicht mit euch machen, lasst euch da nicht drohen. Okay? Ihr habt was Besseres verdient. Als jemanden, der droht euch zu verlassen oder droht sich was anzutun oder was auch immer. Okay? Das habt ihr nicht verdient. Weil es ist so perfide, destruktiv und ja, es schadet nur, es bringt nichts. Und das ist der springende Punkt. Es schadet unheimlich, aber es bringt halt absolut gar nichts. Es verändert nichts, es macht nichts besser. Okay? Und wenn man in einer Beziehung ist, dann sollte man aus Logik und aus dem Herzen handeln und nicht aus Angst. Okay, Leute, in diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf und bis bald.